Wie gut funktioniert eigentlich das Studieren mit einer Behinderung oder einer Beeinträchtigung an der Universität Potsdam wirklich? Welchen Herausforderungen und Barrieren sehen sich die Studierenden entgegengestellt und wie empfinden es die Beteiligten? Was hilft ihnen im Alltag und welche Herausforderungen gilt es noch für uns alle zu überwinden? Der Beauftragte für Studierende mit Behinderung oder chronischer Krankheit und seine studentischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben nachgefragt. Nachdem sich bei mir eine chronische Erkrankung entwickelte, konnte ich nur noch auf Teilzeit studieren. Früher konnte ich 3 bis 4 Kurse an einem Tag belegen, aber ab 2016 hatte ich schon starke Müdigkeitserscheinungen, wenn ich nur 2 Kurse an einem Tag hinter mir hatte. Der einzige Unterschied ist eigentlich, dass ich mehr Pausen brauche und regelmäßige Aktivitäten so als Ausgleich zur geistigen Arbeit. Studieren mit Beeinträchtigung erfordert auf jeden Fall eine viel höhere Disziplin. Ich weiß nie, wie lange mein gesundheitlicher Zustand das Studieren zulässt. Ich habe das Gefühl, viele andere können einfach machen. Für alle Handlungen des Alltags benötige ich mehr Zeit, mehr Kraft. Ich bin öfter und auch mal länger krank als alle anderen und benötige deswegen auch mehr Zeit zur Erholung und zur Regeneration. Es gibt Nachteilsausgleiche und Beratungen an der Uni, die Gleichberechtigung ermöglichen. Trotzdem fällt es mir noch schwer, anderen zu erklären, warum ich langsamer studiere. Ich habe dann mit dem Career Service besprochen, wie ich das Thema Teilzeitpraktikum trotz meiner Erkrankung angehen kann. Insbesondere die psychologische Beratungsstelle hat mir dann sehr geholfen, mit meinen persönlichen Problemen umzugehen. Die haben mich dann auch noch an die Behindertenbeauftragte weitergeleitet und die hat mir nicht nur bei der effektiven Semesterplanung geholfen, sondern hat mich auch persönlich motiviert, meine Selbstentfaltung anzugehen. Der Nachteilsausgleich und die umfangreichen Beratungsangebote an der Universität Potsdam helfen mir zu studieren, so wie ich bin. Manchmal wird es mir einfach zu viel und dann hilft mir mein Nachteilsausgleich, Deadlines zu verschieben oder auch mal aus Fächern zurückzutreten. Ich kann auch individuell mit meinen Dozierenden besprechen, wie viel Zeit ich als Verlängerung zum Beispiel bei Hausarbeiten erhalten könnte. Mir ist nur aufgefallen, dass manche Dozierende gar nichts vom Nachteilsausgleich wissen. Es wäre echt gut, wenn man mehr zum Thema Nachteilsausgleich sensibilisiert. Meine Ängste und meine Depressionen spinnen Fantasiegedanken, wie schlimm ich bin, wie wenig mich alle mögen und wie sehr ich versage. Wenn ich dann aber mit anderen im Studium spreche, werde ich meist in die positive Realität zurückgeholt. Bei mir war das eine reine Ego-Sache. Ich hatte einfach das innere Bedürfnis, keine Sonderrolle einzunehmen und das hat mich ziemlich zurückgehalten. Die Antragstellung für den Nachteilsausgleich ist nämlich eigentlich ziemlich einfach. Macht euch doch einfach selbst ein Bild und schaut, ob euch die jeweiligen Unterstützungsangebote zusagen. Gelegenheit hierfür bietet zum Beispiel der Tag der offenen Tür oder auch die Sprechstunden der Behindertenbeauftragten. Natürlich könnt ihr aber auch mit den studentischen Hilfskräften sprechen. Informiert euch zum Nachteilsausgleich, knüpft Kontakte zu den entsprechenden Beratungsstellen. Dort gibt es viele Tipps und Hinweise zum Studium mit Beeinträchtigung. Es gibt viele Angebote, nehmt sie wahr. Bitte habt keine Scham, Hilfe zu suchen. Ihr seid nicht allein. Gibt es Dinge in der Uni, die du gerne ändern würdest? Verbesserungsvorschläge? Vor allem das Thema psychische Gesundheit betrifft sehr viele Studierende. Ich wünschte, ich hätte viel früher einen Nachteilsausgleich gestellt und die Angebote wahrgenommen. Ich wusste nämlich nicht, dass man auch mit psychischer Krankheit ein Anrecht darauf hat. Generell wäre es toll, wenn es einen offeneren Dialog geben würde. Mehr Online-Angebote für Vorlesungen wären super. So würde man in Zeiten, wo man zum Beispiel im Krankenhaus liegt, nicht ganz so viel verpassen. Bauliche Maßnahmen an den verschiedenen Campi, besonders am Campus Neues Palais. Dort gibt es so gut wie keine elektrischen Türen, was besonders für Studierende mit Beeinträchtigungen in ihrem Bewegungssystem, wie zum Beispiel Rollifahrer, erhöhte Schwierigkeiten mit sich bringt. Und es gibt dort auch viele Treppen, aber sehr wenige Treppenlifte. Super, danke. Das war's. Sehr cool.